Gibt es etwas Leckereres als Marmorkuchen? Ja, gibt es. Hier, Babka. Hallo, Nico hier. Ich freue mich, dich zu sehen. Schokoladenbabka, um genau zu sein. Und wie man die macht, das zeige ich dir jetzt. Für den Teig 100 Gramm geschmolzene, lauwarme Butter, 200 Gramm Milch, 70 Gramm Zucker, 8 Gramm Trockenhefe oder 25 Gramm frische Hefe, 1 Teelöffel Vanilleextrakt und 2 Eiergröße M in eine Rührschüssel geben und mit dem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe aufgelöst haben. ...550 Gramm Weizenmehl, Typ 55 und 2 Gramm Salz dazugeben und mit den anderen Zutaten vermengen, bis sie zu einem Teig zusammenhalten. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox, da ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Teig dann weiter auf der Arbeitsfläche für 10 Minuten richtig kräftig durchkneten. Der Teig ist relativ fest, da muss man ordentlich zupacken. Wenn der Teig schön geschmeidig ist, ihn zu einem Rechteck drücken und in eine eingeölte Auflaufform legen. Dadurch lässt er sich nachher leichter in die gewünschte Form ausrollen. Den Teig dann abdecken und für 24 Stunden im Kühlschrank bei 4 bis 5 Grad reifen lassen. Bevor wir am nächsten Tag mit dem Teig weitermachen, stellen wir die Schokofüllung her. Dafür geben wir 140 Gramm Butter, 100 Gramm dunkle Kuvertüre mit 70% Kakaoanteil, 130 Gramm Zucker und 40 Gramm Kakaopulver in eine Schüssel und geben sie in ein heißes Wasserbad. Wenn Butter und Kuvertüre geschmolzen sind, alles mit einem Küchenspatel glatt rühren. Dann 100 Gramm Nuss-Nougat-Creme dazugeben und glatt rühren. Die Schokomasse bleibt etwas grieselig, das liegt an Zucker und ist kein Problem. Die Schokomasse dann abdecken und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und zu einem etwa 50 x 40 cm großen Rechteck ausrollen. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und hilf dem Nico, indem du auf den Daumen nach oben drückst, weil dann das Video auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Hilf mir auch, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Die abgekühlte Schokomasse gleichmäßig darauf verstreichen. Den
Teig von der breiten Seite her so straff wie möglich aufrollen. Greife den Teig dafür mit den Fingerspitzen und klappe ihn Stück für Stück um. Versuche nicht, ihn mit den flachen Händen aufzurollen. Das gäbe nur eine Schmiererei und die Schokocreme wird mit dem Teig vermischt. Die Teigrolle dann in der Mitte halbieren, auf ein Brett oder Tablett legen und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Kann man das Rezept halbieren, kann man die Teigmenge halbieren? Natürlich kannst du das machen, aber ich sag mal, das ist ein recht großer Aufwand. Da lohnt es sich doch schon gleich 2 Babkas auf einmal zu backen. In der Zwischenzeit stellen wir den Zuckersirup zum Tränken her. Dafür 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Zucker in einen Topf geben und aufkochen lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Den Topf beiseite ziehen und den Sirup etwas abkühlen lassen. Dann noch 2 Kastenformen mit 22 cm Länge mit Backpapier auskleiden oder einfetten. Ich empfehle aber Backpapier zu verwenden und es am Rand mit Klammern zu befestigen. Eine Rolle vom Teig aus dem Kühlschrank nehmen und mittig der Länge nach in 2 Hälften schneiden. Dabei zügig arbeiten, damit der Teig nicht zu warm und weich wird. Je fester und kühler der Teig bleibt, desto einfacher lässt er sich jetzt verarbeiten. Teigstränge mit der Schnittfläche nach oben kreuzweise übereinander legen und miteinander verschlingen, bis eine Kordel entstanden ist. Den geflochtenen Teigstrang an den Enden fassen und über der Backform platzieren. Den Strang zu einem Bogen zusammendrücken, bis die Enden dem inneren Abstand der Backform entsprechen. Den Strang in die Form gleiten lassen und die Form abdecken. Für 2 Stunden an einem warmen Ort gehen lassen oder bis der Teig so weit aufgegangen ist, dass er den Rand der Form erreicht. Mit der zweiten Teigrolle bitte auf die gleiche Weise verfahren. Den Backofen rechtzeitig auf 175 Grad Umluft vorheizen. Die Formen nebeneinander auf den Gitterrost stellen, mittlerer Einschub und die Schokoladenbabkas für 30 bis 35 Minuten backen. So, die Babkas nach dem Backen sofort mit dem Zuckersirup trinken. Und dabei die Tap-Methode verwenden. Ne? Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. So, also, jawohl, das wird richtig lecker. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Babkas zu backen. Das gesagt, der Nico verabschiedet sich für heute, bedankt sich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Danke, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielen Dank für diese Unterstützung, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja, das gesagt, der Nico ist weg. Tschüss. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da und dann ist der Nico weg. Tschüss. Hier, Babka backen gehen. Das ist mega lecker. Das lohnt sich. Das ist einfach nur lecker. Besser als ein Marmorkuchen. Und das will was heißen, wenn ich das sage. Also, jetzt aber. Ciao.